Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch meine Red Bee Garnelen vorstellen, die ich in meinem Naturaquarium halte. Der wissenschaftliche Name dieser wunderschönen Garnelen ist Caridina logemani Variation Red und sie sind eine Zuchtform der dunkelbraun bzw. schwarz geränderten Bienengarnele der Caridina logemani. Diese kommt in kleinen, sehr sauberen und kühlen Bächen in Südchina, zum Beispiel in der Nähe von Hongkong, vor. Deshalb stellt auch die rote Bienengarnele hohe Ansprüche an die Wasserwerte und die Wasserqualität, jedenfalls wenn man sie züchten will. Die Gesamthärte des Wassers sollte laut den meisten Quellen zwischen 4 und 20 liegen und der KH zwischen 0 und 6. Da das Leitungswasser in der Regel in Deutschland über diesen Werten liegt, wird man meistens nicht um die Verwendung einer Osmoseanlage herumkommen und das damit gewonnene Osmosewasser muss dann auf die gewünschten Werte aufgesalzen werden. Ich habe meine Red Bees von einem privaten Züchter bekommen, der die Garnelen an Leitungswasser gewöhnt hatte. Bei mir haben sie sich dann aber bisher nicht vermehrt. Der pH-Wert des Wassers sollte laut den meisten Quellen zwischen 6 und 7,5 liegen und mein Züchter berichtete mir, dass seine Red Bees vermehrungsfreudiger sind, wenn der Wert mehr gegen 6 geht. Das hatte er durch die Verwendung von entsprechendem Soil erreicht, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die Bienengarnelen halten Temperaturen zwischen 16 bis 29 Grad Celsius aus. Optimal sollen 18 bis 25 Grad Celsius sein. Das Aquarium muss also nicht beheizt werden, solange die Zimmertemperatur in diesem Bereich liegt. Es kann allerdings sein, dass das Aquarium gekühlt und Sauerstoff zugeführt werden muss. Im teilweise sehr heißen Sommer 2019 sind mir leider einige meiner Red Bees verloren gegangen, weil die Temperatur in meiner Wohnung mehrmals über 30 Grad angestiegen war. Zur Zucht bieten sich also Kellerräume als Aufstellungsort für das Garnelenaquarium an. Was die Bienengarnele überhaupt nicht verträgt, ist zu viel Nitrat im Wasser, weswegen der Wert regelmäßig kontrolliert und im Bedarfsfall Wasserwechsel durchgeführt werden sollten. An die Einrichtung des Aquariums stellt die Red Bee Garnele keine hohen Ansprüche, da die Becher, aus denen sie stammt, meist nährstoffarm und deshalb nur wenig bis gar nicht bewachsen sind. Man kann es deshalb nach seinem eigenen Geschmack einrichten. Nur auf Steine, die Kalk ins Wasser abgeben, sollte man verzichten. Ein dunkler Untergrund, zum Beispiel aus Soil, lässt ihre schöne Farbgebung besser zur Geltung kommen. Das gleiche gilt für grüne Pflanzen, weswegen die Red Bees auch in Aquascapes sehr beliebt sind. Garnelen lieben feingliedriges Moos, das man zum Beispiel auf Holz oder Steine aufbinden kann. Dort siedeln sich, genau wie auf Schwammfiltern, bevorzugt Kleinstlebewesen an, die die Garnelen gerne abweiden. Die Red Bees können mit Fischen zusammengehalten werden, die die gleichen Wasserwerte wie sie bevorzugen und die ihnen nicht nachstellen. Sie sollen aber recht stressanfällig sein, weswegen man dann im Aquarium für genügend Rückzugsorte sorgen muss. Ansonsten kann es mit der Vermehrung schwierig werden. Mein CPO hat ständig versucht, nach ihnen zu schnappen, was ihm, glaube ich, gar nicht gefallen hat, und so waren sie zuletzt kaum noch zu sehen. Deswegen habe ich jetzt ein Art-Aquarium für sie eingerichtet. Das entsprechende Video verlinke ich jetzt rechts oben in den Infokarten. Die Red Bee Garnele ist ein Aufwuchsfresser und Resteverwerter. Deshalb sollte sie im gut eingefahrenen Gesellschaftsaquarium genug zu fressen finden, wenn ausreichend Mulm vorhanden ist und man zum Beispiel braunes Herbstlaub ins Becken legt. Im Art-Aquarium kann es je nach Besatz nötig sein zuzufüttern. Sie sollen neben Aufwuchs und Biofilm alle Sorten von Garnelenfutter und gefriergetrocknetes Futter fressen und zum Beispiel braunes Herbstlaub, Mulm, Brennnesseln und Löwenzahn. Die Jungtiere leben anfangs meist von Aufwuchs und Biofilm, den sie bevorzugt in Moos und im Mulm finden. Sind es zu viele, kann man ihnen auch Staubfutter reichen. Dann sollte man aber noch stärker als sonst auf die Wasserqualität achten. Damit die Zucht gelingt, müssen sehr gute Haltungsbedingungen vorliegen. Die Red Bees gelten dabei nicht als Anfängergarnelen und man sollte sie meiner Meinung nach nur mit entsprechenden Vorkenntnissen halten. Der Verlust der Tiere ist nicht nur traurig und frustrierend, sondern kann auch recht teuer werden. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir Red Bee Garnelen für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen.
Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.